Camin Futura Dokumentenversand mit Hotmail. Um Hotmail zu nutzen, müssen wir vorab die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Hotmail-Konto über Dienste, eigene Daten, Zusatzmodule und den Reiter Zugangsdaten für Hotmail erfassen. Die Zugangsdaten entnehmen Sie bitte Ihrem Domain-Datenblatt oder aber alternativ in Ihrem persönlichen Bereich unter www.schornsteinfegerwelt.de. Hier an dieser Stelle werden auch die Zugangsdaten zum Versand von E-Mails eingegeben. Die entnehmen Sie bitte von Ihrem E-Mail-Provider oder eben alternativ auch von dem Domain-Datenblatt. Sind die Daten eingegeben, können Sie an dieser Stelle eine Testmail verschicken. Wir sehen hier, wurde erfolgreich an den Mail-Server übergeben und hier sehen wir auch, wie die E-Mail angekommen ist. Wir können sie wieder löschen. Der Versand von Mails klappt nun also und wir können die Einstellung wieder verlassen und das Camin Futura Programm starten. Wenn wir in Camin Futura oben unter dem fortlaufenden Teil Berichte die unversendeten Hotmail-Mail-Dokumente aufrufen, finden wir den Versandmanager. Dort werden sämtliche Dokumente der Liegenschaften aufgelistet, die per Mail oder Hotmail versendet werden. Wir verlassen das Fenster wieder und begeben uns jetzt an die Einstellungen für die Eigentümer. Bis dato erhält der Eigentümer, wie wir hier sehen, auf der rechten Seite unter Versandart sämtliche Dokumente per Druckausgabe. Dort können wir einstellen, ob der Kunde die Dokumente per Drucker, per Hotmail, E-Mail oder per E-Post zugeschickt bekommen soll. Ganz wichtig, zum Versenden von Hotmail oder E-Mails ist es natürlich zwingend notwendig, dass in der Eigentümeradresse oder Verwalteradresse natürlich eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. So, wir erzeugen nun Dokumente, schreiben in diesem Fall hier eine Rechnung für die Liegenschaft. Der Vorgang ändert sich nicht, es geht wie bisher. Ich erstelle die Rechnung, klicke auf OK. Nur die Rechnung kommt jetzt nicht mehr aus dem Drucker raus, sondern wird an den Versandmanager übergeben. Wir erzeugen jetzt als zweites noch eine Messbescheinigung, gehen dazu in den Messteil, wählen die Messbescheinigung aus, klicken auf das Druckersymbol und in der Vorschau finden wir das Hotmail-Symbol und können hier drüber das Dokument an den Versandmanager übergeben. Zum Schluss generieren wir jetzt noch über die Hausakte einen Feuerstättenbescheid für die Liegenschaft. So, geben noch das Datum der letzten Feuerstättenschau ein, den 01.01.2020. Gehen wieder in die Vorschau oder aber klicken direkt auf Drucken Hotmail. Das Dokument wird jetzt generiert und automatisch an den Versandmanager übergeben. Schauen wir nun, was die Dokumente machen. Wir klicken auf Bericht und finden dort den Reiter Versandart. Dort werden sämtliche Dokumente hinterlegt, die per Mail oder Hotmail verschickt werden. Wir sehen hier die Exportart, also mit welchem Dienst die Dokumente versendet worden sind, das Datum, wann die Dokumente versendet worden sind und ausschließlich bei Hotmail kriegen Sie eine Rückmeldung, wann das Dokument eben gelesen wurde. Schauen nochmal unter unversendeten Hotmails, E-Mails, dort werden diese 3 Dokumente, die wir gerade erzeugt haben, angezeigt. Ich habe die Möglichkeit, sie von hier direkt zu versenden, verlasse das Fenster aber jetzt mal, weil am Ende des Tages, wenn wir die Arbeit erledigt haben und das Camin Futura beenden, geht dieser Dokumentenmanager ebenfalls auf beim Verlassen und ich habe die Möglichkeit, dort die Dokumente eben zu versenden. An dieser Stelle werden jetzt alle Dokumente zusammengefasst und mit einer Mail dem Kunden überstellt. In dieser Mail findet der Kunde allerdings keine Anhänge, in der Hotmail zumindest, sondern Links zu diesen Dokumenten. Wir schauen uns an, wie diese Mail aussieht, die der Kunde jetzt erhält. Hier haben wir im Posteingang Dokumente, einmal die Testnachricht, die wir zu Beginn verschickt haben und hier die Dokumente, die verschickt worden sind. Wir sehen hier die Links der einzelnen Dokumente, klicken jetzt mal die Jahresrechnung für 2020 an. Ich
kriege sie dann innerhalb des Explorers angezeigt, können wir dieses Dokument ausdrucken, so, schließen das und gucken uns den Feuerstättenbescheid nochmal an, einfach anklicken und ich kriege den Feuerstättenbescheid angezeigt. Ich lasse jetzt die Messbescheinigung mal außen vor. Wir gucken uns jetzt eben an, was passiert, wenn der Kunde die Dokumente aufgerufen hat. Starten dazu Camin Futura. So, und gehen in den Berichtsteil. Dort sehen wir unter dem Reiter Versandart eben die 3 Dokumente, die wir vorhin erzeugt haben. Und sehen dort eben, wann sie exportiert worden sind und wann sie gelesen worden sind. Hier sehen wir, die Messbescheinigung bleibt frei, weil der Kunde hat sie noch nicht aufgerufen. Hier wird erst ein Datum eingegeben, sobald der Kunde eben den Link in der Mail angeklickt hat.